Also, mir liegen einfach nicht genügend valide Informationen vor, um das wirklich abschließend bewerten zu können. Ich habe da auch eine Augenbraue ein wenig hochgezogen. Auch das hat möglicherweise mit diesen vorgezogenen Neuwahlen zu tun. Ich kann dazu an der Stelle nicht viel mehr sagen, als dass wir da auch unsere Fragezeichen haben. Aber wir haben unser Verfahren angelegt und Hey Leute, herzlich willkommen. Wusstet ihr, dass Wanderwitz Frau, die Vize-Bundestagspräsidentin Yvonne Makwas, zu den Unterstützern des Verbotsantrags gegen die AfD gehört? Und das, obwohl sie den Grünen nahesteht? Das gibt dem Ganzen doch einen ziemlich bitteren Beigeschmack, oder? Aber es wird noch besser. Haldenwang, der Verfassungsschutzchef, oder besser gesagt ehemalige, der ständig gegen die AfD gehetzt hat, will plötzlich in den Bundestag einziehen. Da fragt man sich, wie unabhängig ist unsere Behörde wirklich? Bleibt dran, das müsst ihr hören. Auf geht's! Wir hatten ihn schon angekündigt. Marco Wanderwitz ist jetzt bei uns CDU-Politiker und Initiator des AfD-Verbotsantrags im Bundestag. Herr Wanderwitz, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wanderwitz. Ja, nun ist es ja so, dass Sie da noch mal ordentlich auf die Tube gedrückt haben, auch mit diesem Antrag. Sie wollen den also unbedingt noch in diesem Jahr gerne im Plenum auch diskutieren. Nun gibt es sehr viel kritische Stimmen. Machen Sie damit nicht eher der AfD ein Wahlgeschenk, dass diese Diskussion jetzt noch mal auf so großer Bühne geführt wird? Na, vor allen Dingen gibt es auch viel Unterstützung. Und wir arbeiten ja länger schon an dem Antrag, an dem Thema und haben in der Tat ein bisschen auf die Tube gedrückt wegen der verkürzten Wahlperiode, haben jetzt deshalb eingebracht. Und wir halten es für wichtig und richtig, dass die Diskussion geführt wird, auch im Deutschen Bundestag. Aber es ist doch eigentlich aussichtslos. Sie wollen einen politischen Gegner verbieten lassen. Und ich habe intensiv berichtet über den NPD-Verbotsantrag damals. Und der sozialdemokratische Innenminister Otto Schily hat ihn dann zurückgezogen. Wegen der V-Leute. Jetzt Thomas Haldenwang, Verfassungsschutzpräsident. Der sollte das Ganze prüfen. Der kandidiert jetzt für Ihre Partei. Das ist doch im Prinzip ein aussichtsloses Unterfangen, was Sie da angehen. Also wir wollen keinen politischen Gegner verbieten lassen, sondern wir wollen eine rechtsextremistische Partei. Davon sind wir jedenfalls überzeugt, dass die AfD das ist. Einer im Grundgesetz von der ersten Stunde des Grundgesetzes an vorgesehenen Überprüfungen beim Bundesverfassungsgericht unterziehen, die im Übrigen in der Geschichte der Bundesrepublik zweimal erfolgreich durchgeführt worden ist. Sie haben recht, die NPD-Verfahren sind ziemlich kläglich gescheitert. Aber wir haben aus diesen Verfahren auch gelernt. Wir haben uns gut beraten und beraten lassen, auch von namhaften Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtlern. Und wir sind überzeugt, dass das Ganze eine gute Chance hat. Aber jetzt sagen Sie, Herr Wanderwitz, es gibt eine große Unterstützung dafür. Die kann ich ehrlich gesagt nicht feststellen. Also es sind insgesamt 113 Abgeordnete, die Grünen, die eigentlich von der Thematik noch dafür sind. Die sagen jetzt auch, das geht uns alles viel zu schnell. Wir wollen geordnetes Verfahren. Wir wollen erstmal, dass Frau Baas überhaupt prüft, ob sowas eine Aussicht auf Erfolg hat, dass man in die Information weiter reingeht. Warum machen Sie das jetzt und vor allem jetzt wirklich ja regelrecht mit der Brechstange noch im Dezember? Also es gibt meinem Kenntnisstand nach 3 grüne Kolleginnen und Kollegen, die einen etwas gestufteren Antrag vorbereiten, der in der Tat ein weiteres Prüfverfahren im Vorfeld vorsieht. Unseren Antrag haben 55 grüne Kolleginnen und Kollegen unterschrieben. Und Sie haben ja schon richtig gesagt, 113. Die haben viele Journalistinnen und Journalisten uns vor Wochen nicht zugetraut. Jetzt haben wir sie. Das sind 15% des Deutschen Bundestages. Aber ist und wir ja werben keine für Mehrheit. weitere Unterstützung. Aber nochmal die Diskussion um Herrn Haldenwang, das ist doch ein Bärendienst. Also er kündigt jetzt wirklich an, für den Bundestag zu kandidieren bei den Neuwahlen. Und gerade das ist doch für die AfD eine offene Flanke, wo man reingehen kann. Er sollte es prüfen als Verfassungsschutzpräsident und jetzt geht er in die Politik. Also, mir liegen einfach nicht genügend valide Informationen vor, um das wirklich abschließend bewerten zu können. Ich habe da auch eine Augenbraue ein wenig hochgezogen. Auch das hat möglicherweise mit diesen vorgezogenen Neuwahlen zu tun. Ich kann dazu an der Stelle nicht viel mehr sagen, als dass wir da auch unsere Fragezeichen haben. Aber wir haben unser Verfahren angelegt und wenn wir uns mal den gestrigen Tag beispielsweise anschauen, dann hat es da auch in Baden-Württemberg, dem Heimatlandesverband von Frau Weidel, ein durch den dortigen Verwaltungsgerichtshof obsiegendes Urteil gegen die AfD gegeben. Auch dieser Landesverband kann weiter als rechtsextremer Verdachtsfall behandelt und untersucht werden, wie alle Gerichtsverfahren die AfD verloren hat, auch das, was die Bundespartei betrifft.
Und wir sind der Meinung, es ist politisch geboten, tätig zu werden. Aber Herr Wanderwitz, ich bin ein bisschen irritiert, dass Sie sagen, Sie haben die Augenbraue da hochgezogen, wenn also Thomas Haldenwang sagt, er ist ja CDU-Mitglied und er will jetzt in den Bundestag. Eigentlich hatte der gesagt, er will in Rente gehen. Und das Problem dabei ist ja, dass die AfD uns seit Monaten immer wieder erzählt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz eine rein politisch instrumentalisierte Behörde ist. Die ganzen Ermittlungen rund um die AfD seien politisch motiviert. Und dieser Mann, Herr Haldenwang, geht jetzt in Ihrer Partei, will jetzt in den Bundestag eintreten. Da muss doch auch in Ihrer Partei, in der CDU, was passieren. Das ist doch kein gutes Signal. Na, ich bin nun weder der Kreisvorsitzende der CDU Wuppertal noch der Bundesvorsitzende der CDU. Aber es ist eine gute Tradition, dass man in der Bundesrepublik Deutschland Ämter innehaben darf und gleichwohl Mitglied einer demokratischen Partei sein kann. Also insofern würde ich da jetzt auch das Fass nicht ganz so groß aufmachen an der Stelle. Guten Abend, Frau Seidler. Steigen wir direkt ein. Haldenwang, der beste und treueste Angestellte von Frau Faeser, ist nicht mehr länger Chef des Verfassungsschutzes, sondern er hat nun andere Ambitionen. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie davon erfahren haben? Ich dachte, das passt ins Gesamtbild. Wir sind ja den Kummer gewohnt aus Thüringen. Da war es ja vor 3 Jahren etwa die gleiche Situation, dass der Paradiesvogel Stefan Kramer, der Thüringer Verfassungsschutzpräsident, der auch schon irgendwie in allen Parteien Mitglied war und jetzt seit ein paar Jahren in Thüringen da sein Unwesen treibt, dass der plötzlich vor 3 Jahren uns zur rechtsextremistischen Partei erklärt hat und 3 Wochen später kandidiert hat, parteiintern für ein Direktmandat für die SPD. In der SPD ist er, glaube ich, zurzeit. Und das hat komischerweise kaum einen Aufruhr verursacht. Wir haben das medial gespielt und er hat dann irgendwie das doch wieder eingesehen, dass das nicht so richtig passt. Ich kann also nicht jahrelang auf der Partei rumhacken und plötzlich sind es meine politischen Gegner. Bei Haldenwang ist er noch ein bisschen schlimmer. Ich meine, der ist zwar nicht ganz so lange im Amt, glaube ich, wie Kramer, weiß ich jetzt nicht genau, aber der hat natürlich wesentlich mehr Einfluss als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat uns jetzt jahrelang bespitzelt, zersetzt, V-Leute reingesetzt, Provokateure reingesetzt, uns abgehört. Ja, also hat mit anderen Worten von seiner jetzigen Konkurrenz, wir sind ja das politische Konkurrenten, wenn er für die CDU antritt, die Informationen abgesaugt und wechselt jetzt die Seiten und sagt, so jetzt mache ich Wahlkampf gegen die AfD. Also verlogener und offensichtlicher, wie der Verfassungsschutz missbraucht wird in Deutschland, um die Opposition zu unterdrücken, geht's eigentlich gar nicht. Stellen Sie sich mal vor, in einem anderen Land würde plötzlich der Inlandsgeheimdienstchef, der jahrelang die Opposition bis aufs Messer bekämpft hat, sagen, jetzt kandidiere ich fürs Parlament. Und das sind meine politischen Gegner. Das ist unfassbar. Jetzt war Haldenwang ja früher schon in der Kritik, dass er nicht wirklich neutral ist, obwohl er das eigentlich sein müsste in seiner Rolle damals noch als Chef des Verfassungsschutzes. Ist das jetzt so der letzte Beleg dafür, dass Sie eigentlich recht hatten, wenn Sie das kritisiert haben? Nein. Nee, und zwar deshalb nicht, dafür braucht es gar keine Belege mehr, um das klar zu machen. Haldenwang ist ja bekanntlich in der CDU, wurde installiert von, ich glaube, Horst Seehofer war das, glaube ich, ne? Der hat ihn installiert und der musste jetzt sozusagen den Kettenhund unter der SPD-Innenministerin Nancy Faeser spielen. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, als jemand, der eigentlich ohne Gründe sofort entlassen werden könnte, mit einem anderen Parteibuch jemand zu dienen, der selber seine Leute, nämlich Frau Faeser, selber ihre Leute da unterbringen wollte. Das heißt, ich muss also im vorauseilenden Gehorsam nicht nur den größten Unsinn machen, den die Frau Faeser von mir verlangt, ich muss noch viel mehr machen, um mich unentbehrlich zu machen. Das hat jetzt offenbar ein paar Jahre funktioniert. Faeser hat wahrscheinlich Haldenwang quasi ausgenutzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner, der ansatzweise in diesem Amt nur selbstständig denkt, zu diesen Missetaten und Untaten und ja, aus meiner Sicht kriminellen Aktionen, also zumindest politkriminellen Aktionen fähig gewesen wäre wie Herr Haldenwang. Der wollte seinen Job behalten, jetzt ist er ihn los, Gott sei Dank. Aber ich befürchte mal, jetzt kommt so ein SPD-Gewächs daher wahrscheinlich, dass er installiert wird und besser wird das dadurch nicht. Es bleibt abzuwarten, aber generell ist dieser Parteienfilz in Behörden und staatsnahen Institutionen ja wirklich spürbar. Dennoch wird er gerne beidseitig immer geleugnet. Der Fall Haldenwang zeigt jetzt aber mal wieder, wie real er eigentlich ist. Ist es auch eine Gefahr für die Demokratie und die Gesellschaft? Ja klar. Ich meine, Haldenwang zeigt, wie schamlos politische Institutionen in Deutschland, also Verwaltungsinstitutionen in Deutschland, wie schamlos die politisch ausgenutzt werden. Und da kräht kein Hahn danach. Ne? Wir haben ja nicht nur politisch nahe oder politiknahe Felder, die so durchseucht sind, sage ich ganz bewusst, von Altparteien und Kartellparteienpolitikern. Wir haben ja auch formell staatsferne Institutionen, wie das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel, wo kein einziger Richter ohne Parteiunterstützung ins Amt kam. Das ist untereinander aufgeteilt. Das ist klassisches Kartell aus Altparteien, schließt uns aus und untereinander schieben die sich ihre Richterposten zu und sie haben es überall. Sie haben es auch in den angeblich staatsfernen oder staatsfreien Medien, hier dieser Zwangsrundfunk da, dieses Lügengebilde, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das auch
angeblich ja nichts damit zu tun hatten. Wenn sich mal die Programmräte, Beiräte, Verwaltungsräte angucken, da sitzen fast ausschließlich Parteipolitiker drin. Und das ist überall. Das ist bei den Behörden, schauen sich an die Bundesagentur für Arbeit. Da hat Andrea Nahles ein fröhliches Comeback gefeiert, nachdem sie als Ministerin gescheitert war. Das ist alles genau das, was Hans-Herbert von Arnim vor einigen Jahren, schon längere Zeit her, in seinem Buch Der Staat als Beute beschrieben hat. Die Altparteien haben sich den Staat zur Beute gemacht, die Medien zur Beute gemacht, die Gerichte zur Beute gemacht und natürlich den Verfassungsschutz zur Beute gemacht. Das ist erbärmlich und widerlich. Kommen wir jetzt auf ein anderes Thema, und zwar, das ist das... Es geht auch munter weiter, keine Sorge. Und zwar ja Wanderwitz, der ehemalige Ostbeauftragte, der suchte jetzt lange nach Unterstützern hier im Haus für sein AfD-Verbotsverfahren. Die hat er jetzt knapp zusammen. Er hat es geschafft. Er hat jetzt ein AfD-Verbotsverfahren eingereicht. Wie ist das zu bewerten? Ja, das ist genau, also Wanderwitz ist genauso eine Knalltüte, sag ich mal, ist genauso eine Knalltüte, wie er aussieht und da, wo er herkommt. Ne? Er hat also bei der letzten Bundestagswahl gegen unseren Mike Monseck sein Direktmandat verloren und seitdem ist er irgendwie frustriert. Er ist wahrscheinlich auch frustriert, weil seine Freundin, die Frau Makwas, die Bundestagsvizepräsidentin, übrigens, die trägt den Verbotsantrag mit. Als Bundestagsvizepräsidentin, Frau Makwas, und als Bundestagsvizepräsidentin, Frau Göring-Eckardt, unterschreiben faktisch ein Verbotsantrag zu Lasten einer Fraktion, die im Bundestag sitzt. Und dann will mir einer erzählen, dass die noch auf dem Präsidium sitzen und partei- oder fraktionsübergreifend neutral tätig sind. Kann man sich nicht vorstellen, oder? Daher kommen auch die vielen Ordnungsrufe bei uns beispielsweise, weil die können die raushauen. Wir können uns dagegen nicht wehren. Wanderwitz, der hat jetzt angeblich über 100 zusammen. Das ist eine stattliche Anzahl, die das da unterschrieben haben. Ich weiß gar nicht, ob die das alle wissen, was die da unterschrieben haben. Also ich vermute mal, ein Großteil weiß es gar nicht. Und ein Großteil wird es wahrscheinlich so gelaufen sein, dass der denen jahrelang auf den Wecker gegangen ist. Und dann werden die dem gesagt haben, pass mal auf, Marco, ich unterschreibe jetzt deinen komischen Antrag, aber lass mich in Ruhe. Lauer mir nicht mehr auf, stalk mich nicht mehr, warte nicht vor meinem Büro, fang mich nicht vor dem Café ab, geh nicht mit mir in den Biergarten, ruf mich nicht permanent an, weil ich diesen Mist unterschreibe. Ich unterschreibe das jetzt und dann ist aber auch gut. So wird es wahrscheinlich gelaufen sein, aus meiner Sicht. Also, ich nehme das nicht ernst. Ja, das ist, und ich hatte gerade über die vorgebliche Staatsferne, aber eigentliche Parteinähe des Bundesverfassungsgerichts gesprochen. Trotzdem mache ich mir da keine Sorgen. Also wer auch nur ansatzweise eine halbe Stunde sich mit Parteiverboten beschäftigt hat, der kann nur zu dem Ergebnis kommen, dass der Antrag nicht nur unbegründet ist, sondern schon unzulässig sein wird. Das wird dir natürlich um die Ohren fliegen. Deshalb viel Spaß damit. Es ist dennoch leider damit zu rechnen, dass das jetzt im Wahlkampf gegen die AfD benutzt wird. So nach dem Motto, ja, wählt doch lieber eine andere Partei, denn die AfD wird bald verboten. Und davon, Sie kennen sich da aus, Sie sind da in der Materie drin, klar. Aber der normale Bürger, der weiß jetzt gar nicht, was jetzt eigentlich passiert, wenn so ein Verbotsverfahren eingereicht wird. Können Sie das vielleicht mal erläutern? Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Ist die AfD morgen verboten oder was passiert jetzt eigentlich? Erstmal passiert gar nichts. Erstmal bleibt ja abzuwarten. Ich meine, die Bürger draußen bekommen ja seit vielen, vielen Jahren mit, dass die 17 Verfassungsschutzämter, 16 Mal in den Ländern, plus Bundesamt für Verfassungsschutz, die machen bei den Landesverbänden, beim Bundesverband erstmal einen Prüffall, dann Verdachtsfall, dann gesicherten so und so Fall, da blickt ja gar keiner mehr durch. Wir klagen die Sachen, wir klagen gegen die Sachen immer. Jetzt das Verbotsverfahren wird ja schon seit ewigen Zeiten debattiert. Alle sagen, also fast alle sagen, die ein bisschen Verstand haben, lasst die Finger davon, jetzt wird es trotzdem gemacht. Ich glaube, den mündigen Bürger draußen interessiert das gar nicht. Die wissen genau, es wird mit allen Mitteln versucht, die Alternative für Deutschland zu bekämpfen. Wir kommen vielleicht noch darauf, was hier im Parlament zurzeit los ist in dieser Woche, wie wir da abgebügelt werden und ausgegrenzt werden, mit allen legalen und illegalen Mitteln. Der Antrag, den er da macht, der ist jetzt legal. Wie gesagt, ob das alle wissen, was sie da unterschrieben haben, weiß ich nicht. Da mache ich mir keine Sorgen. Und der Einwand, ihr werdet demnächst verboten, ja, das kann man, glaube ich, sehr einfach widerlegen, auch im Wahlkampf. Die Menschen wissen, dass wir die Partei sind, die das Grundgesetz verteidigt, jeden Tag zu Corona-Zeiten. Wer hatte das Grundgesetz? Wer hat die Grundrechte verteidigt? Das waren wir. Wer möchte Volksabstimmungen, Volksentscheide? Das sind wir. Wer möchte die Direktwahl des Bundespräsidenten? Das sind wir. Wer möchte Gewaltenteilung und eine Entpolitisierung der Justiz? Das sind wir. Also objektiv 0, nix dran. Und deshalb mache ich mir auch keine Sorgen. Sehr gut. Genau, wir kommen jetzt auf diese Woche jetzt hier zu sprechen. Jetzt etwas über eine Woche her, dass das Ende der Ampel quasi besiegelt worden ist. Wir haben heute Donnerstag
Und wir haben Plenarwoche, aber es fühlt sich gar nicht an wie eine Plenarwoche, denn die Anträge werden in den Ausschüssen und im Plenum reihenweise von der Tagesordnung gefegt. Parlamentarische Arbeit wird wirklich blockiert, auch von der CDU. Und heute ist der 14. Es dauert noch über 4 Wochen, bis Olaf Scholz jetzt endlich seine Vertrauensfrage stellt. Wie schauen Sie denn auf die kommenden 4 Wochen? Was soll denn hier jetzt noch passieren? Das ist sehr seltsam hier gerade. Jetzt also unjuristisch formuliert, hat er die Vertrauensfrage ja schon verloren. Fragen Sie mal die Menschen draußen. Kein Mensch möchte den mehr sehen, oder kaum einer, außer vielleicht so ein paar verbohrte Sozis, möchte den mehr sehen in der Politik und im Kanzleramt nicht mehr. Also er muss aber aus formellen Gründen halt diese Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag stellen. Und da sollte man eigentlich meinen, gut, die Koalition, die Ampel ist Geschichte. Jetzt gibt es also aus der Verkehrsampel, wurde jetzt sozusagen eine Fußgängeраmpel, nur noch mit Rot und Grün. Und ist das freie Spiel der Kräfte eigentlich entfaltet? Da muss man, dass es Demokratie pur ist, könnten Sternstunden, Sternwochen des Parlaments sein, wo sich tatsächlich ganz eng am Sachverhalt, an den zu klärenden Dingen, an der politischen Herausforderung orientiert, Mehrheiten finden können. Und die sind ja da. Wenn ich mir das anschaue, Lieferkettengesetz, betrifft jetzt nicht jeden, aber betrifft sehr viele in der Wirtschaft. Wenn ich mir anschaue, Wiedereinstieg in die Kernenergie, wenn ich mir anschaue, innere Sicherheit, wenn ich mir anschaue, die Bürgergeldgeschichte, wenn ich mir die Einwanderungssachen anschaue, da sind Mehrheiten da von AfD, CDU und so ein bisschen FDP, um das Ganze jetzt sofort zu beenden. Genauso wie die CDU es seit Monaten, seitdem sie diese Merkel-Merz-Wende dahingelegt hat, völlig verlangt. Und jetzt sieht man mal, wie unglaubwürdig das war. Die CDU verlangt seit Monaten, tut so, als wenn sie Opposition wäre. Jetzt hat sie die Chance, in der Sache selber ihre Sache durchzusetzen und ergreift die Chance nicht. Und was macht die CDU stattdessen? Sie macht Kartell, also sie schließt sich mit den Regierenden zusammen. Wir waren heute im Ältestenrat. Da sitzen alle Fraktionen, das ist der Ältestenrat, der regelt so ein bisschen das Interne. Es ist inzwischen so weit, dass sich dann, wenn wir als AfD sagen, hör mal, das geht so nicht, dann meldet sich von SPD, CDU, Grünen, FDP eine von der SPD und spricht für alle. Das ist also ein ganz großes Kartell der Altparteien. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass nichts mehr passiert. Sehr entlarvend auf jeden Fall. Eine aufregende Zeit in Berlin und für ganz Deutschland. Herr Brandner, danke für Ihre Zeit. Immer wieder gerne. Und man muss noch mal klar machen den Leuten draußen, es liegt nicht an uns. Ja? Wir haben Anträge, AfD-Anträge. Mit welcher Begründung nimmt man solche Anträge von der Tagesordnung? Wir haben morgen Freitag. Um jetzt herum gehen die Lichter aus, die Welt geht fast unter. Und wir haben morgen einen einzigen Tagesordnungspunkt und reden auf Antrag der CDU, CSU über das Kiffen. Und dann fahren wir alle um 10 Uhr nach Hause. Das muss man sich mal vorstellen. In diesem Zustand ist die Politik in Deutschland, ist eine Farce, die sich hier abspielt. Also ich bedanke mich trotzdem für die Einladung, auch wenn ich jetzt noch ein Schlusswort gesprochen habe. Das war ein gutes Schlusswort. Ja. Dankeschön. Gerne. Die Kreuze